Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Neuhaus, unterhalb vom Spitzingsee. Bin also mal nicht aufgefahren, ich gehe herunten los. Und heute geht es auf die Brecherspitze. Soweit ich gesehen habe, kann ich runter zu einkehren. Man kann die Tour natürlich später auch andersrum gehen, wer nur einkehren möchte. Auf geht's! Wir gingen erst einmal ein Stück durch Neuhaus, aber man sieht schon, es geht in die richtige Richtung. Nach dem Paul-Winter-Weg gehen wir erst einmal links auf der Straße aus dem Ort raus. Ja, geht heute ungewöhnlich los auf der Straße, auf dem Gehsteig. Aber man sieht dann auf einen Spitzingsattel und ich möchte praktisch im Uhrzeigersinn erst Richtung Spitzingsattel raufgehen, dann rechts auf die Brecherspitze und hinter dem Bergrücken runter, ein bisschen weg vom Tourismus, denke ich, wieder runter nach Neuhaus. So, jetzt wird es ruhiger, wir sind weg von der Hauptstraße und man sieht schon, jetzt geht es neben dem Bach hinauf. Ja, kommen Sie einmal über die Brücken drüber, geht schon wieder rechts rein. Da heißt es Wasserfall-Rundweg. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass der auf meiner Strecke liegt. Oder ich habe es übersehen, war natürlich auch nicht schlecht. Da oben ist mein Ziel, der Grat zur Brecherspitze auf. Wir kommen zu dem Bach her. Und ihr seht da unten einen Wegverlaufer. Wir gingen aber vorher links den Steig rauf. Ich hätte es jetzt fast übersehen, weil das in der Karte recht nah beieinander ist. Ich denke, dass man vielleicht sogar weiter hinten noch mal raufkommt, aber weil ich mir nicht sicher bin, folge ich heute. Ja, jetzt erhaschen wir doch noch einen Blick durch die Bahn durch auf den Wasserfall. Da ist da unten ein Platz, ich glaube, wo schon einige zum Bahn hergingen. Und wir gehen wir links davor rauf und ich könnte mir vorstellen, dass ich das daheim gar nicht so gesehen habe, dass wir immer wieder mal rechts hinaussehen auf so kleine Wasserfälle. Das entwickelt sich ja immer mehr zu einer Wasserfallwanderung. So viel habe ich mir von dem Weg darauf gar nicht versprochen. Ja, da geht es schon ein bisschen rauf, aber dafür wird es auch immer schöner. So ein schöner Weg darauf. Eine ganz neue Entdeckung halt. So, jetzt fällt mir gerade eine Aufnahme.
Da bin ich über kleine Holzbrücken gegangen und dann links. Gerade noch, dass sie mich vorbeilassen haben. Wie wenn sie Angst haben vor nassen Füßen. Ich bin jetzt ganz froh, dass sich das Wechselspiel Sonne-Schatten zugunsten Schatten entschieden hat. Und wenn man da jetzt rauf geht, hört man doch ab und zu mal die Straße an spitzigen Satteln auf. Die läuft da doch nicht allzu weit links ober uns. Es stört aber nicht weiter. Da ist es jetzt egal. Darum entscheide ich mich links rauf. Das ist ein kleiner Abkürzer. Aber ich glaube, auf dem macht man nichts kaputt, wenn man da geht. Es ist lediglich ein bisschen steiler. Und ich spare mir die Langzunge Kern. Ja, ganz unerwartet schnell, muss ich sagen, sind wir schon am Spitzingsattel herum. Also es ist nicht mehr weit. Überrascht mich ein bisschen, weil mit dem Auto ist mir das aber ganz schön lang vorgekommen. So, wir sind am Spitzingsattel. Und in der Kurve, in der Rechtskurve, die jetzt kommt, muss der Steig rechts weggehen. Genau links neben der Infotafel geht es in den Steig rein. Darauf ist jetzt der Steig wieder nicht immer so eindeutig erkennbar. Aber wenn jetzt einmal Bäume so ausgeschnitten sind, dass man vernünftig durchgehen kann, dann ist das aber ein ganz gutes Zeichen. Das macht normal keiner unabsichtlich. Und ich schätze, da wird so mancher halt ein bisschen auf seiner eigenen Spur unterwegs sein, weil der wahrscheinlich nicht so oft gegangen wird. Ich glaube, man kann es da ganz gut sehen. Wir gehen im Moment noch recht geraden Bergrücken rauf. Und ich bin froh, dass es schattig ist, weil am Spitzingsattel, meine Herren, da hat es ganz schön eingeleicht. Wir sehen noch mal hinunter, wo wir losgegangen sind.
Jetzt meine ich, geht's los. Die leichte, aber wie man gleich sieht, sehr ausgesetzte Kraxelei. Man sieht, wie es darauf geht. Es ist an sich nicht besonders schwierig, aber es heißt halt aufpassen und das Abklopfen vom Stor, das heißt, das drauf wackeln und das einmal draufsteigen und schauen, ob das auch wirklich fest ist in so einem eher seitenbegangenen Steig extrem wichtig. Drum langsam und immer ein bisschen testen, ob es auch hält. So viel zum Thema Gratwanderung. So, vor lauter Steig darf man natürlich auch das Schauen nicht vergessen. Auf dem Spitzingsee, der da herum ja die Hauptattraktion ist. Sommer wie Winter. Wir sehen rüber zum Dammstor. Ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach der flachen Stelle. Aber ich muss sagen, bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden. Man sieht, ein Stückchen näher sind wir ja schon gekommen. Die Brecherspitze. Und es schaut jetzt von da so aus, als war der Grat, naja, wenigstens im Schnitt nicht mehr so steil wie da unten. Jetzt geht halt das Zickzack durch die Latschen. Naja, das habe ich beim Raufgehen nicht gelesen. Aber das ist auch das, was ich immer wieder sage. Das Runtergehen ist auf dem Seitensteig immer schwieriger und gefährlicher wie das Raufgehen. Die letzten Meter zum Kreuz sind fast wie Treppenstufen rauf. Im Anschluss an das Video zeige ich euch noch die Variante über die Ankelalm. Also eigentlich eine Hüttenwanderung, an der man dann die Brecherspitzen noch dranhängen kann. Wir sehen jetzt den Grat, den ich euch demnächst auch noch aufnehmen werde.
Da kommt man auch zur Brecherspitze rauf von Neuhaus. Und da sehen wir nochmal zum Schliers hinunter. Und über das Drahtseil, das da am Boden liegt, von dem muss man sich nicht beeindrucken lassen, gehe ich jetzt runter zur Ankelalm. Wir sind also jetzt nach dem Paul-Winter-Weg nicht links gegangen, sondern im Ort gerade weiter rauf. Nur ein Stück hinauf geht es dann links der Beschilderung nach rüber. In der Variante geht es hauptsächlich auf der Straße rauf. Sie ist recht angenehm zum Gehen und deutlich schattiger als der Ostgrat. Man kommt von da zur Ankelalm so rauf, ganz bequem. Ich werde mich da relativ kurz fassen. Und ab der Ankelalm hat man wieder die Option auf die Brecherspitze über einen doch deutlich weniger gefährlichen Steig als den Brecherspitz Ostgrat. Da kommen wir mal an einem kleinen Hütterl vorbei. Und ich glaube, wenn man schon gut mehr wird, hilft die bis zur Alm rauf. Wir kommen zur Ankelalm rauf. Da ist Montag Ruhetag. Wir haben aber heute Glück gehabt und trotzdem was zum Trinken gekriegt. Und dahinter geht es dann den Wiesenhang auf zur Brecherspitze. Gleich nach der Ankelalm geht es links rein. Und der Anstieg über den Wiesenhang darauf wird wahrscheinlich ziemlich warm werden. Wir sehen das erste Mal auf die andere Seite. Der Weg schlängelt sich eine ganze Zeit durch die Latschen durch. Da steht die Wärme ganz schön herin. Und zwischendurch, wie immer, das Schauen nicht vergessen. Wir sehen runter auf den Schliersee. Dann über bis auf den Wendelstor mit seiner Antenne vom Observatorium und so weiter. Ein paar Steine gibt es halt doch, wo man ein bisschen durchsteigen muss. Und einmal so eine Reibungsplatten, auf der man am besten die ganze Schuhsohle einsetzt, damit man nicht rutscht. Bei Nässe ist das bestimmt nicht das größte Vergnügen, weil ganz leicht abtreten sind die Steine halt doch. Wir kommen schon näher. Ich glaube, wir sind bald um.
Die letzten Meter zur Brecherspitze. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren vom Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.